Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, weil das Video gestern so gut bei euch angekommen ist, habe ich mir gedacht, machen wir heute mal so eine kleine Fortsetzung davon. Gestern habe ich euch ja gezeigt, den Spieler mit dem höchsten Glückswert momentan gerade in ganz Shakes and Fidget. Es wurden ja Daten von massig Spielern erhoben, von eigentlich allen, so ja, die relevant sind. Es sind jetzt, glaube ich, fast 30.000, zumindest wenn ich nach der Liste gehe, die mir zugesandt worden ist. Da, wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank an die Leute, die das Ganze erstellt haben. Und deswegen knüpfen wir da heute direkt an. Heute gehen wir mal auf die Spieler ein, die in ihrem Main-Attribut am besten sind. Das heißt, wir gucken uns heute den besten, oder nicht den besten, sondern den mit am höchsten geskillten Main-Attribut von der jeweiligen Klasse an. Einmal vom Magier, einmal vom Kundschafter, einmal vom Krieger. Dann haben wir, wer am meisten Ausdauer in ganz Shakes and Fidget momentan aktuell gerade hat und wer am meisten Leben hat. Wie gesagt, das Glück hatten wir ja gestern schon, also alle Attribute, die ihr hier seht. Und ja, es gibt ja einen Unterschied zwischen, ja, wer hat am meisten und wer ist am besten und so. Da muss man ja immer differenzieren, weil man kann ja auch genauso gut 50-50 skillen und ja, so wie jetzt zum Beispiel hier der Viper. Und dann kommt man halt eben nicht in diese Position zu sagen, jo, ich bin hier der Krieger mit am meisten Stärke oder so. Jetzt ganz davon ab, was jetzt nun Sinn macht und was keinen Sinn macht, so wie Viper das hier macht das Ganze Sinn, als Krieger jetzt zum Beispiel hier auf 50-50 zu gehen. Deswegen, er ist nicht ohne Grund so weit oben. Ja, aber auf S1 finden wir schon die ersten zwei Leute, die in ihrem Main-Attribut am meisten momentan in ganz Shakes and Fidget besitzen, und das ist einmal hier die Christine, ja, Stufe 610, wie gesagt, auf S1.de mit 831.906 Intelligenz. Die Basispunkte werden jetzt nicht hier mit reingezählt. Kann sein, dass jemand noch mehr Basispunkte hat als jetzt die Christine oder die anderen, aber wir nehmen jetzt in diesem Video die Total Stats, also nicht die Basis-Stats, sondern wirklich die kompletten, totalen ja, Stats halt so, ne? Und da hat sie hier schon fast 400.000 Intelligenz erreicht. Das muss man sich einfach mal überlegen, wie viel das ist. Dafür natürlich ziemlich Glass Cannon mit nur 12.000 Basisstats in Ausdauer. Das ist unglaublich, unglaublich, unglaublich wenig. Ich kann mir vorstellen, dass die Christine hier richtig Probleme hat, in der Ehrenhalle irgendwie hochzukommen, weil Leute von hier unten, ja, die wahrscheinlich ja, teilweise one-shotten können, weil sie so wenig Leben hat und immer jedes Mal aufs neue 200 Ehre verliert, weil ja, da so viele Leute sie angreifen, die halt sie gar nicht besiegen dürften so. Aber dadurch, dass es halt so einseitig aufgeteilt ist, die ganzen Basis-Stats auf ein Attribut halt, deswegen hat sie zwar den Rekord fürs höchste Attribut ihrer Klasse, aber es ist halt eben nicht sehr förderlich für die Konstanz. So. Und wenn du halt in der Ehrenhalle konstant sein willst, musst du halt eben auch eine gewisse Anzahl an Leben vorweisen, weil das reißt dich sonst ziemlich raus hier. Und deswegen sieht man hier das Ganze, ja, ziemlich krass verteilt, und anders wird es bei den anderen Klassen auch nicht aussehen. Ich fand es aber mal ganz interessant, euch das Ganze mal hier zu präsentieren. Also wie gesagt, die Christine hier auf 610, Server S1 momentan mit am meisten Total Intelligenz. Ja, dann haben wir hier auch noch gleich den Krieger, auch direkt auf dem Server, und zwar ist das hier der Unke. Der hat hier als Krieger am meisten von seinem, ja, Main-Attribut, und das ist halt eben Stärke, hat hier 137.189 mal in Stärke reingeskillt und hat hier nur 24, knapp 25k Basisstärke in Ausdauer. Das heißt, er hat hier auch, ja, für sein Level und seine Basisstats, die er overall hat er viel zu wenig Leben. Er würde wahrscheinlich schon an der 1 Milliarde Leben kratzen, denke ich mal, wenn er das so ein bisschen 50-50 mäßig aufgeteilt hätte. Wenn man jetzt hier mal auf den Viper schaut, hätte er hier schon 1,6 Milliarden. Ja gut, vielleicht hat er sogar noch ein bisschen mehr. Ich weiß es nicht, aber hier der Unke auch eine ziemliche Glass Cannon, und das halt als Krieger ist halt absolut nicht empfehlenswert, das so zu machen. Aber wenn man halt eben der Krieger sein möchte mit der höchsten Stärke, dann ja, macht er hier alles richtig.
Aber ich sag mal so, ich komme schon fast mit dem Leben von meinem Magier da an den Krieger ran und das ist halt ziemlich kontraproduktiv. Ja, und deswegen, ja, naja, muss man dann eben halt selbst wissen, ob man das möchte. Aber er ist auf jeden Fall hier Numero Uno, was die Stärke angeht. So, jetzt kommen wir auf den nächsten Server. Und zwar haben wir hier auf dem Franzosen-Server Nummer 1 die Cathy Bree mit einem Kundschafter und dementsprechend halt auch dem der Klasse des Attributs Geschick und hat hier mit 337.225 Geschickpunkten, 160k Basispunkten, die meisten Stat-Punkte, was halt für die Kundschafter angeht. Hier natürlich auch, steht in keinem Verhältnis, würde auch deutlich mehr Leben haben jetzt, wenn sie ein bisschen das aufgeteilt hätte, aber so ist sie halt hier, ja, krass vorne, sag ich mal, was das Geschick-Skillen angeht. Ziemlich geschicklich das Ganze, aber ich kann mir hier auch vorstellen, gut, hier sind relativ viele Krieger, kaum Magier hier oben, aber ich denke mal, so jemand wie er hier, das könnte auch gut sein, dass der ein oder andere Kampf hier verloren wird, weil halt eben die Konstanz nicht da ist, so, ne? Ja, genau. Also das auf jeden Fall. Jetzt habt ihr die 3 stärksten, oder besser gesagt, nicht die stärksten, sondern die 3 Accounts gesehen mit der höchsten Anzahl ihres Attributs. Jetzt kommen wir auf Ausdauer zu sprechen und da müssen wir nochmal differenzieren, weil da gibt es nämlich Unterschiede. Einmal die Gesamtausdauer und dann einmal die Lebensenergie. Ja, da gibt es nämlich noch 2 Unterschiede. Einmal ist nämlich hier der Strider momentan der Spieler, der am meisten Ausdauer geskillt hat. Er ist hier ja auch auf 50-50 unterwegs. Ist generell, muss man dazu sagen, ist generell als Kundschafter jetzt nicht das Klügste. Allerdings fokussiert sich der Strider ja eher auf die internationale Ehrenhalle und dort ist es halt eben der Fall, dass er hier viele verschiedene Klassen um sich herum hat, die nicht seinem Hauptattribut entsprechen. Also hier sind kaum bis eigentlich gar kein Kundschafter unterwegs. Das heißt, er braucht nicht viel Wert auf sein Hauptattribut legen, weil halt eben niemand da ist, der ihm das Hauptattribut auch streitig machen kann. Also konzentriert er sich halt eher auf die anderen Klassen und deswegen gilt er hier als Kundschafter mehr 50-50 als irgendwie 60-40 oder so. Wie gesagt, das macht immer mehr Sinn, sein eigenes Attribut mehr zu skillen, wenn ihr in der Hall of Fame oder in der EHOF Leute um euch rum habt, die dasselbe Attribut teilen wie ihr. Dann ist es ratsam, ein bisschen mehr in sein Main-Attribut zu stecken, aber dadurch, dass er halt wirklich keinen Kundschafter hier hat, geht er halt dann mehr auf 50-50 und das ist wiederum hilfreicher gegen andere Klassen. Das Ganze wurde schon oftmals auch durchberechnet und macht auch wirklich Sinn. Ja, also Strider hier momentan der Dude, der am meisten in Ausdauer geskillt hat als Kundschafter. Respekt auf jeden Fall. Aber Strider ist nicht der am meisten Leben hat. Der am meisten Leben hat, ist natürlich ein Krieger, da das ja am besten miteinander synergiert. Und zwar ist das Furaken hier auf dem französischen Server Nummer 2 in der Gilde cool. Und Furaken ist ja auch ein sehr, sehr starker, einer der stärksten mit Strider Nummer 1 und Nummer 2. Momentan gerade einer der stärksten Spieler weltweit in ganz Jackson Fidget. Und er ist auch hier der am meisten Leben momentan in ganz SF hat. Und das ist hier 1,75 Milliarden Leben. Richtiger Tank auf jeden Fall. Skillt hier auch 50-50, wie man das als Krieger auch machen sollte. Das ist sehr förderlich. Ich glaube, Viper, der hat auch noch relativ viel Leben. Er hat 1,69. Also er kommt hier fast an den Furaken ran, aber halt eben nicht ganz. Und deswegen ist Furaken hier momentan der Spieler, der am meisten Leben hat. So, zum Ende wollte ich euch noch den Spieler zeigen, der am meisten Ehre momentan hat. Und das ist hier zu finden. Das sieht alles ein bisschen komisch aus hier. Wir sind hier nämlich auf den Japan-Server 1 und hier gibt es einen Spieler, der hat 2,29 Millionen Ehre und ist momentan der führende mit den meisten Ehrenhallenpunkten, was einen das auch immer bringen soll, so, ne? Ich weiß jetzt nicht, wo hier der Mistral
momentan international gesehen steht, aber hier auf seinem Server, auf dem Japan-Server, ist er und auch generell auf allen Servern verteilt, ist er der Spieler, der momentan gerade am meisten Ehre hat, und ja, fand ich noch ganz interessant mal so zu erwähnen. Ja, diese ganzen Statistiken sind ziemlich interessant, um mal zu gucken, wer wo, wie, was am meisten hat. Man kann das Ganze auch mit Basispunkten machen, ne? Da gibt es auch Statistiken für, welcher Spieler hat am meisten Basispunkte in seinem Attribut. Und ja, das ist eine ziemlich coole Unterteilung so und finde ich ziemlich interessant, das Ganze auch mal so zu betrachten. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst es mich gerne wissen. Lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.